Hallo Peter. So, hallo Dina. Wie kommt man denn auf die Idee, einen Dauertest von einer MV Agusta zu machen? Das ist ja jetzt nicht gerade ein Volumenmodell. Ja gut, man muss dazu sagen, ein Dauertest oder der Dauertest ist bei Motorrad ein ganz wichtiges Element des Testbetriebs. MV Agusta ist ja, wie wir alle wissen, natürlich bekannt als Motorradhersteller, der eher sportliche Motorräder baut. Supersportler, Naked Bikes und die Turismo Veloce 800, wie sie genau heißt, ist das erste touristisch orientierte Motorrad von MV Agusta. Und das hat sich natürlich angeboten, mit diesem Motorrad dann eben auch den Dauertest zu fahren. Und wie lief der Dauertest jetzt? Ja, italienische Motorräder haben ja immer ein bisschen diesen Ruf, technisch nicht so ganz zuverlässig zu sein. Und die Hersteller möchten natürlich mit so einem Dauertest, wie wir ihn machen, diesen Ruf widerlegen. Und man muss sagen, dieser Dauertest ist durchwachsen verlaufen. Also ganz defektfrei ging er nicht über die Bühne. Man hatte speziell im ersten Teil des Tests hatten wir doch relativ viele Defekte. Wir hatten die Kupplung, die am Anfang rupfte und nicht sauber trennte, die wurde dann getauscht. Dann hatten wir ein abvibriertes Endrohr von der Auspuffanlage. Dann hatten wir eine defekte Batterie. Ein großer Defekt war ein abgebrochener Zündschlüssel, der vielleicht eigentlich eine kleine Ursache war. Aber das Problem war, dass der neue Zündschlüssel nicht mit der Elektronik des Testmotorrades kompatibel war. Und wir mussten deswegen zum Zündschloss auch noch die komplette Elektronik des Dashboards austauschen. Das war eine größere Sache, auch eine teurere Sache, falls der Kunde das als Garantie nicht in Anspruch nehmen kann. Und dann zum Schluss hatten wir eigentlich nur noch den Schaltassistenten, der gelegentlich mal gezickt hat. Den haben wir dann noch ausgetauscht. Das war ungefähr bei Kilometerstand 30.000. Danach hat sich die Turismo Veloce sehr, sehr artig verhalten. Das heißt, alle Teile, die wir getauscht haben, haben dann auch gehalten. Wir mussten dann noch kurz vor Testende bei Kilometerstand 45.000 die vorderen Radlager tauschen und das war es dann aber auch schon. Das heißt, man kann so sagen, einen sehr zwiespältigen Eindruck, wie wir eingangs schon gesagt haben. Die erste Hälfte war pfui, die zweite Hälfte war hui. So könnte man es auf den Punkt bringen. Unsere Dauertestmotorräder werden ja nach 50.000 Kilometern komplett zerlegt. Was kannst du uns da über den Zustand der einzelnen Teile sagen bei der MV Agusta? Ja, da kann man eigentlich ein eher erfreuliches Fazit ziehen. Die einzigen Teile, die das Verschleißmaß erreicht oder sogar überschritten haben, waren die Ventilführungen. Die wurden allerdings von MV Agusta bereits im Lauf der Serie ersetzt. Das heißt, man hat diesen Schwachpunkt erkannt. Bei diesem Motorrad waren sie eben defekt. Das heißt, die müsste man austauschen. Aber ansonsten muss man wirklich sagen, sei es die Kurbelwelle, sei es die Getrieberäder, sei es die Schaltgabeln, sei es die Kupplung, alle Teile waren nach 50.000 Kilometern noch maßhaltig. Das heißt, insofern darf man ich würde mal sagen, ein verhaltenpositives Fazit dieses Dauertests sehen, zumindest was die Mechanik betrifft. Die Elektronik hatte, wie gesagt, schon ein bisschen größere Probleme, aber letztendlich unterm Strich waren wir selbst positiv überrascht, wie gut die Mechanik diese Distanz des Dauertests überstanden hat. Dazu kommt noch, wie wir hier sehen, der optische Zustand des Rahmens, der gesamten Plastikteile, Bremsen, Rahmen, alles, was wir hier sehen, ist in einem erfreulich guten Zustand. Man muss sagen, wir sind 2 Winter komplett durchgefahren, das heißt Streusalz, Straßendreck, alles hat das Motorrad aushalten müssen und ist, was das Fahrwerk anbetrifft, nahezu im Neuzustand. Und was sagt der Hersteller, also MV Agusta, zu unserem Dauertest und dem Ergebnis? Es hat ja Tradition, dass wir am Ende des Dauertests, wenn alle Teile vermessen sind, die Hersteller auch einladen, um eine Stellungnahme abzugeben. Und da muss man sagen, MV Agusta hat sich sehr aufgeschlossen gezeigt. Sie hatten natürlich über diese anfänglich durch vielen Defekte einen guten Kontakt zu uns, unfreiwilligerweise. Sie wussten über den Zustand des Motorrads. Aber man darf wirklich sagen, wie wir es vorhin schon erwähnt haben, dass die Teile, die erneuert wurden, letztendlich durchgehalten haben. Das heißt, MV Agusta kann als kleiner Motorradhersteller relativ schnell in der Serie reagieren. Und so hat man eben diese kleinen Teile, die an dem Motorrad noch nicht perfekt waren, die hat man kontinuierlich verbessert. Und so darf man, denke ich, doch einen positiven Ausblick auf die Zukunft von MV Agusta geben, zumindest was die
technische Haltbarkeit anbetrifft. Bleiben wir da weiter dran? Kontrollieren wir da, was bei MV die nächste Zeit passiert? Ja, wir bleiben da auf jeden Fall dran. Gerade im Lauf dieser Abschlussbesprechung hat uns MV Agusta bereits signalisiert, das nächste Modell, das wird ein 1000er Vierzylinder Supersportler sein. Das soll zum Modelljahr 2019 erscheinen und dieses Motorrad wird Motorrad auf jeden Fall auch in den Dauertest bekommen. Und da sind wir uns alle recht sicher, dass wir MV Agusta noch viele Jahre als interessanten italienischen Hersteller in der Motorradszene haben. Danke dir, Peter, für deine Expertise.